kann dir gerne ein paar Clubs empfehlen. Du würdest bestimmt ganz enttäuscht sein. Ich stehe nämlich nicht auf Männer. Wir kriegen das hin. Wir dürfen noch nicht aufgeben. Es gibt so viele Möglichkeiten, eine Familie zu gründen. Clarissa hat mir die Überwachungsaufnahmen gegeben. Das ist gut, aber das passt nicht zu Clarissa. Wir haben einen Waffenstillstand geschlossen. Sie will mich in Ruhe lassen und ich sie. Das klingt so schön, um wahr zu sein. Schau mal, was ich hier habe. Das Ding ist voll mit Clarissas Fingerabdrücken. Damit kriegen wir sie dran, wegen Unterschlagung von Beweismitteln. Hast du den Verstand verloren? Ich war nie Clara. Hattest du hier drin vielleicht sowas wie ein religiöses Erweckungserlebnis oder was? Nein, aber ich habe einfach erkannt, dass Schluss sein muss mit diesem ewigen Kampf gegen Clarissa. Aber sie hat dich doch hier reingebracht, verdammt nochmal. Sie wollte, dass du hier nie wieder rauskommst. Sie hat den Beweis deiner Unschuld die ganze Zeit unterschlagen. Das weiß ich alles, Ansgar, aber meine Entscheidung steht. Ich will keine Rache. Sie hat versucht, deinen Ehemann ausweiten zu lassen, um an seine Leber zu kommen. Sie hat sein Leben riskiert, weil ihr Hass stärker war. Zählt das alles nichts mehr? Du bringst diese Festplatte jetzt zur Staatsanwaltschaft. Ich will hier raus. Ich glaube, ich lasse dich lieber hier drin. So gefällst du mir nämlich gar nicht. Der Typ gefällt dir? Was gibt's denn an dem auszusetzen? Wenn schon ein Mann, dann muss er gut gebaut sein. Maskulin. Ihr redet nicht zufällig von mir, oder? Nein, eigentlich eher von... Boris. Boris Malchow. Ach komm, das ist doch nicht euer Ernst. Boris? Wieso denn nicht? Der ist doch ziemlich attraktiv. Ja, also ich finde das sogar den attraktivsten Mann hier bei LCL. Ja. Hat das so lange gedauert? Die Entlassungspapiere unterschreiben Sie am Ausgang. Also Leonie, wenn er schon wieder von Pizza träumen kann, dann muss es ihm ja besser gehen. Schätzchen, ist ja wirklich schön, dass es Timo besser geht, aber du bist hier, um zu arbeiten. Und ihr glaubt, ihr könnt das beurteilen? Du meinst, Weil wir lesbisch sind. Wow. Nein, ich meine, ich hab kein Problem damit, aber... Ja. Ich meine, ihr zwei steht nicht auf Männer und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde das gut. Nur, wie wollt ihr dann wissen, wer es nicht bringt und wer es bringt? Hm? Und du denkst, du bringst es. Wisst ihr, ich respektiere all diese Frauen. Also warum soll ich an ihrem Urteil zweifeln? All diese Frauen. Klar. Ja, ich war zu lange auf Mallorca. Ihr wisst, was da abgeht. Millionen Frauen kommen nur aus einem Grund auf die Insel. Was du natürlich schamlos ausgenutzt hast. Hey, wozu hat Gott mir diesen Körper gegeben? Ich habe eine Mission. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr verpasst. Wer überzieht denn ständig die Pausen und hält alle mit ihrem Tratsch von der Arbeit ab? Es geht dich einen Scheißdreck an. Du bist nämlich nur Juniorassistentin und wirst wahrscheinlich bald im Stofflager geparkt. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sich darüber freuen würde.
Der Mann gefällt es bestimmt mal, von alleine gelassen zu werden. Kann er sich endlich ungestört mit den Models unterhalten. Als ob er darauf Wert legen würde. Nicht? Komisch. Also immer, wenn ich ihn zusammen mit der Neuen sehe, scheint er sehr großen Wert darauf zu legen. Jetzt wird gearbeitet. Mitkommen. Tanja hat also die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Und Frau von Anstetten hat den Beweis für ihre Unschuld einfach zurückgehalten. Das Schlimmste daran ist, dass ich meinem eigenen Sohn nicht geglaubt habe. Ach komm, du dachtest, Ansgar hätte ihn auf seine Seite gezogen. Es gab ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar keine Beweise. Man sollte nur einen Menschen nie voreilig verurteilen, auch nicht Tanja. Naja, nach all dem, was sie sich in den letzten Wochen geleistet hat. Stimmt. Der bösen Tanja ist alles zuzutrauen. Hm? Tanja. Willkommen zu Hause. Es ist gut, dass Sie wieder da sind. Tatsächlich? Entschuldige. Das ist sie. Nicht schlecht. Ja, aber sie hat von Männern keine Ahnung. Stell dir mal vor, sie behauptet, dass Boris Malchow der schärfste Typ bei RTL ist. So was erzählt sie dir? Das ist ja eine Unverschämtheit. Das sagt eine Frau, die keine Männer mag. Mann, Emil, nur weil sie nicht mit jedem Mann gleich ins Bett springt, heißt das nicht, dass sie Männer hasst. Doch, stell dir vor, du magst Pferde. Du willst reiten lernen, du steigst auf und das Pferd wirft dich ab. Was passiert dann? Richtig, du willst nie wieder reiten. Du magst Pferde nicht mehr, vielleicht hast du sie sogar. Das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Doch, gut, anderes Beispiel. Du bist ein kleines, verunsichertes Mädchen. Kannst du dir das vorstellen? Und der erste Typ, den du hast, ist ein Vollpfosten. Und gleich denkst du, dass alle Typen so sind. Und was machst du? Du wechselst zwangsläufig das Ufer. Das ist eine Kurzschlussreaktion. Also du glaubst, wenn sie den richtigen gefunden hätte... Natürlich, sie weiß es nur noch nicht. Aber in ihr drin ist eine unerfüllte, verzweifelte Sehnsucht. Ja und? Alter, Mann, Emil, du wirst diese Sehnsucht niemals freilegen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wieso denn nicht? Weil diese Juliette vielleicht nicht will. Ach, abwarten. Und außerdem, du bist frisch verheiratet. Willst du Kim betrügen? Ach, das hat doch damit gar nichts zu tun. Ich liebe Kim über alles, das weißt du. Und Juliette, ja, sie ist heiß. Aber so weit wird es gar nicht kommen. Sondern? Überleg doch mal, wenn ich mich mit ihr treffe, dann habe ich sie schon fast wieder auf unsere Seite geholt. Ich will doch nur ihr verschobenes Männerbild korrigieren. Ausschließlich mit deinem Charme. Natürlich wird sie mehr wollen, aber dann kann ich immer noch sagen, Juliette, entschuldige, aber ich bin nicht der Mann, der dein Leben glücklicher macht. Leider. Hm? Naja. Klingt ja nach einem ganz tollen Plan, Emilio. Ich wette, du packst es nicht. Und ich halte dagegen. Lieseloll, lass los. Schon was anderes als Knastessen. Wem sagst du das? 15 Jahre patagonische Gefängnisküche sind auch bei mir nicht spurlos vorbeigegangen. Ich weiß, du hast jetzt ganz andere Dinge im Kopf, aber ich möchte jetzt mit Hilfe des Gremiums Clarissa so schnell wie möglich aus der Firma werfen. Halte ich für keine gute Idee. Bitte? Das verstehe ich jetzt nicht. Nach allem, was die Frau Ihnen angetan hat, soll sie weiter an der Spitze von LCL bleiben? Dieser Frau ist doch nicht zu trauen. Das hat sie doch wieder mal bewiesen. Egal, was ich persönlich von ihr halte. Sie steht voll und ganz hinter LCL und sie wird alles dafür tun, das Label weiter nach vorne zu bringen. Weißt du, du willst weiter mit ihr zusammenarbeiten? Es geht ja ums Geschäft. Und wir sollten nicht auf ihre Fähigkeiten verzichten. Wir haben einen Waffenstillstand geschlossen. Wirklich, mir sind andere Dinge wichtiger. Übrigens, ich gehe nachher packen.
Was? Packen? Ich gehe in ein Hotel, bis ich was Passendes gefunden habe. Aber wieso ausziehen? Wir haben hier genug Platz. Das ist nett, aber ich habe mich entschieden. So meinetwegen hättest du ruhig noch ein bisschen länger bei uns bleiben können. Hm? Nicht, dass ich mich nicht darüber freue, dass deine Mama bald wieder bei dir ist. Hm? Nein, so war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint. Wir können ja in Zukunft vielleicht einfach öfter mal auf sie aufpassen. Ja, ist nicht das Gleiche, ich weiß. Hallo, willkommen in der Freiheit. Emma. Oh Gott, meine Kleine. Ich hab dich so vermisst. Das ist nett, dass ihr auf sie aufgepasst habt. Konntet ihr schon mal ein bisschen üben, hm? Haben wir gern gemacht. Sie ist wirklich ein Schatz. Ja, wird sie nicht von mir haben, sondern von ihrem Papa. Ja, dann willkommen in der Freiheit. Süße Maus. Wir gucken jetzt, wo der Papa ist. Alles wird gut. Bist du? Frei. Ja. Ich finde, sie sieht dir sogar ein bisschen ähnlich. Emma. Ja, nicht so unwahrscheinlich. Ist ja meine Nichte. Du vermisst sie, ne? Dana, wir könnten so ein Kind wie Emma adoptieren. Wir haben die besten Voraussetzungen. Adoption. So ein völlig fremdes Kind. Es würde sicher ganz schnell unser Kind werden. Aber es würde niemandem von uns ähnlich sehen. Willst du darauf wirklich verzichten? Ja, natürlich wäre es schön, wenn unser Kind auch unsere Gene hätten, aber wenn es nun mal nicht möglich ist. Außerdem kann es Jahre dauern, bis so eine Adoption wirklich klappt. Vielleicht geht es auch schneller, als wir glauben. Das Alter stimmt. Wir könnten dem Kind alles bieten, was es braucht. Wir haben ein stabiles familiäres Umfeld. Entschuldigung. Christian, was gibt's? Ja, verstehe. Jetzt gleich. Ja, gut. Bin gleich bei dir. Christian braucht meine Hilfe im Gestüt. Ja, okay, gehen wir. Nein, du hast heute einen freien Tag, den sollst du schön genießen. Ich beeile mich. Wenn ich wieder da bin, dann reden wir noch mal in Ruhe, okay? Okay. Clarissa hat dir also die richtigen Aufnahmen gegeben. Ja, das hat sie. Dann kannst du sie ja jetzt endlich fertig machen. Unterschlagung von Beweismitteln und so weiter. Nein, Sebastian, ich meine wirklich ernst, was ich gesagt habe. Ich will keinen Krieg mehr mit Clarissa. Und ich glaube nicht mehr an den Weihnachtsmann, Tanja. Du musst mir auch nicht glauben. Ich mache das nicht für dich, ich mache das für mich. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, sie ins Gefängnis zu bringen. Die Festplatte war voll mit ihren Fingerabdrücken und Ansgar hat sie mir auf einem Silbertablett serviert. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Weißt du, in der ganzen langen Zeit im Gefängnis, da ist mir einiges klar geworden. Vor lauter Hass auf Clarissa habe ich aus den Augen verloren, was mir wirklich wichtig ist. Tatsächlich. Ich will noch mal neu anfangen. Sebastian, Tanja, bitte. Ich würde mich jetzt ganz gerne ausruhen, ja? Ja.
wird schnell wieder gesund. Tanja. Gib Emma einen Kuss von mir. Ich bin sehr froh, dass sie ihre Mutter wieder hat. Ich nehme die Sache noch ganz schön mit. Hagen wir jetzt adoptieren. Und was willst du? Ich weiß nicht. So ein fremdes Kind. Klar. Wenn man schon ein Kind will, dann soll es einem ja auch ähnlich sehen. Aber dein Hollywood-Stars ist das alles ganz einfach. Kinderwunsch mit 50, kein Problem. Die nehmen sich einfach eine Leihmutter. Nur leider ist das in Deutschland verboten. Ja, das muss er nicht hier machen lassen. Herr von Lahnstein, was für eine Überraschung. Ja, Hallo. in der Tat. Frau Haferdorn, setzen Sie sich doch zu mir. Oder sind Sie verabredet? Jetzt schon. Herzlich willkommen. Wünscht die Dame eine Karte? Die Dame kennt die Karte. Ich hätte gerne wieder dieses leckere Leberwurstbütterchen von neulich. Sie erinnern sich vielleicht. Schwarzbrot, Weißbrot und keine Gürkchen. Keine Gürkchen. Und dazu ein kühles Blondes. Ein Bierchen. Ah, sehr gerne. Lahnstein, wie ist es gelaufen? Erzählen Sie mal. Ach, vergessen Sie, es war alles umsonst. Meine Ex hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aha. Vielleicht verfolgt ja Tanja von Lahnstein eine ganz bestimmte Strategie. Ja, schön wär's. Ich glaube, sie will einfach nur ihre Ehe retten. Liebe. Liebe in der Ehe. Wie langweilig ist das denn, ne? Ich hätte mir auch ein bisschen mehr Dynamik gewünscht. Lahnstein, Sie sind wirklich ein Kerl nach meinem Geschmack. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Hast du noch mal nachgedacht? Ja. Und ich denke, dass eine Adoption nicht der richtige Weg für uns ist. Ich weiß, der Gedanke, ein völlig fremdes Kind bei uns aufzunehmen, ist erstmal etwas gewöhnungsbedürftig. Aber wenn ich an Emma denke, die wollten wir doch kaum wieder hergeben. Emma ist deine Nichte. Sie ist ein Teil von dir, sie ist nicht fremd. Aber sie ist nicht unser Kind. Und trotzdem haben wir uns gleich in sie verliebt. Wir wissen, wo sie herkommt. Wir kennen ihre Eltern. Sie ist Familie. Aber Emma können wir nicht adoptieren. Und ich sehe keine andere Alternative. Doch, die gibt es. Ich weiß, es klingt jetzt total absurd, aber wir könnten eine Leihmutter engagieren. Wie wär's mit einem kleinen Snack? Gemüsesticks mit Dip oder Scampi-Spieß auf Wildreis? Sehen super aus. Aber ich halte mich lieber an diese Gemüsesticks. Ich bin Vegetarierin. Vegetarierin? Hm. Was dagegen? Nee, das habe ich mir schon irgendwie fast gedacht. Wieso? Weil sie lesbisch ist? Ich habe keine Vorurteile. Meine Mama sagt bloß, Fleisch ist wichtig wegen der Proteine und man soll viele Vitamine essen, sonst wird man... Sonst wird man was? Ach,
das geht bei Mädchen sowieso nicht. Du glaubst jetzt nicht im Ernst, Fleischessen schützt vor Homosexualität? Ich glaube gar nichts, aber Aber deine Mama. Schon klar. Und du bist dir sicher, dass keiner in deiner Familie schwul ist oder lesbisch? Wahrscheinlich steht in Venezuela noch die Todesstrafe auf Homosexualität. so ein Quatsch bestimmt schon 10 Jahre nicht mehr. Und du hast also immer ordentlich viel Fleisch gegessen. Ja, ich habe einen gesunden Appetit und das in jeder Hinsicht. Denn gutes Essen ist gut für alles. Schönheit, Intelligenz, Kraft und vor allem Ausdauer. Dann sind all diese Frauen sicher ausdauermäßig voll auf ihre Kosten gekommen. Davon will ich unbedingt mehr wissen. Ja, bloß jetzt muss ich noch arbeiten. Wie wär's heute nach Feierabend? Wird das ein Date? Wenn du es so nennen willst. Warum nicht? Dann hol mich doch einfach ab, wenn du fertig bist. Gut. Das ist ja toll. Aber das heißt jetzt nicht, dass ihr mich nicht mehr so oft besuchen kommt, oder? Ich komme doch so oft es geht. Versprochen. Außerdem habe ich ja jetzt ziemlich viel Zeit. Ja. Jetzt, wo unsere Interrail-Fahrt ins Wasser fällt. Ey, die holen wir nach. Ja, wir werden natürlich auch kommen, so oft wie es geht. Gut, jetzt unter der Woche müssen wir halt ein bisschen ab. Kein Stress. Meine Telefonieren reicht ja auch. Wir werden die schon nicht vergessen, keine Angst. Oh, die verfolgt mich schon den ganzen Tag. Wer ist das? Ach, das ist so ein neues Model von uns. Jessica hat gemeint, dass sie mit Emilio geflirtet hat. Ja, hallo. Aber? Nichts aber. Sie ist lesbisch. Und hat was mit Rebecca, habe ich rausgefunden. Dann wird Emilios Spezialscham da auch nichts ausrichten. Ja, den kann er mal schön für mich reservieren. Hey, Emilio flirtet nur gern. Er würde dich niemals betrügen. Außerdem, er ist Latino. Er ist mein Mann. Und da hat er nicht mit anderen zu flirten. Basta. Meinst du das wirklich ernst? Ich finde, wir sollten zumindest mal darüber nachdenken. Okay. Denken wir darüber nach. Erstens, es ist verboten. In Deutschland, ja. Und wie stellst du dir das dann vor? Ich habe auch noch nicht so genau darüber nachgedacht. Aber wir könnten uns zumindest mal bei ausländischen Agenturen informieren. Wir würden den Körper einer fremden Frau leihen. Mieten. Benutzen. Bei einer Adoption sind uns die Eltern auch fremd. Aber da würden wir ein Kind bei uns aufnehmen, das uns braucht. Aber wünschst du dir nicht ein Kind, das dein Lächeln hat und deine Augen? Dana, wir drehen uns im Kreis. Ja. Deswegen versuche ich eine Lösung zu finden. Was, wenn diese Frau eine Bindung zu dem Baby aufbaut? Sie trägt unser Baby 9 Monate lang in ihrem Bauch. Sie hätte 9 Monate. Und wir ein ganzes Leben. Ja, sofern sie sich an die Verträge hält. Dann stimmt das also? Tanja hat die Spuren verwischt? Aus freien Stücken? Also meiner Meinung nach kann es nur an irgendwelchen Drogen gelegen haben, die man in diesen Gefängnisfraß gemischt hat. Also wenn es nach mir ginge, würde Clarissa schon in den Knast wandern. Abgesehen davon hat mich diese Privatdetektive eine Stange Geld gekostet. Sie scheint ihren Krieg gegen Clarissa wirklich aufzugeben. Tja, eigentlich wollte ich auch nur mal hören, wie es dir so mit deiner halben Leber geht. Also. Ansgar, danke. Du hast verhindert, dass Clarissa mich aufschneiden lässt. So bin ich eben. Edel, hilfreich und gut. War nicht persönlich gemeint. Gibst du mir? Klar. Und hast du dir schon überlegt, was wir machen wollen?
Ich dachte, wir gehen irgendwas essen im Restaurant. Hm? Ein Steak-Restaurant? Aha, und was willst du denn essen? Salat und Kartoffeln? Ich will heute was anderes ausprobieren. Komm mit. Ich dachte, wir wollten rausgehen. Und ich dachte, wir glühen noch ein bisschen vor. Ich habe was zu trinken kaltgestellt. Hast du Angst vor mir? Sollte ich? Und das musst du schon selbst herausfinden. Tut mir leid, wenn ich dich damit überrumpelt habe, aber es wäre nun mal die einzige Möglichkeit, ein Baby zu bekommen, das wirklich unseres ist. Und das wir von Anfang an bei uns hätten. Das sind einfach so viele unbekannte Faktoren bei dieser Sache. Rechtliche Lage in Deutschland zum Beispiel. Außerdem kennen wir die Frau gar nicht. Was ist denn, wenn sie raucht, trinkt, Drogen nimmt? Wir müssen uns eben um eine Frau bemühen, die absolut vertrauenswürdig ist. Das ist so absurd. Gerade wollten wir noch selber schwanger werden und jetzt denken wir schon über eine Leihmutterschaft nach. Wir müssen ja nichts überstürzen. Wir sind ja noch jung. Ja. Christian, schon wieder. Ich sag ihm, dass ich keine Zeit habe. Nein, nein, geh ruhig. Ich wollte gleich eh noch in die WG und so lange bleibe ich hier und lass mir ein bisschen gut gehen. Okay. Ich suche uns einfach mal ein paar Infos über Adoption raus. Ja, vielleicht sind wir dann klarer. Ja, gut. Wie geht es dir, mein Junge? Besser. Langsam. Das freut mich. Ich hätte dir glauben sollen, dass Tanja unschuldig ist. Es tut mir wirklich sehr leid. Ist schon gut. Ich hab's zuerst ja selbst nicht geglaubt. Ich habe Tanja angeboten, Clarissa aus der Firma zu werfen, aber sie ist damit nicht einverstanden. Sie will sogar wieder mit Clarissa zusammenarbeiten. Tja, ich habe mich wohl in Tanja getäuscht. Ich habe oft meine Probleme mit ihr, aber eins habe ich immer respektiert, dass du sie liebst. Naja, jetzt zieht sie aus dem Schloss aus. Was? Oh, das wusstest du gar nicht. Falls du deinen Gatten suchst, der ist bei den Models da hinten heiß begehrt. Oh, sorry, ich meinte natürlich nicht ihn, sondern so eine Low-Carb-Snacks sind heiß begehrt. Wahnsinnig guter Champagner. Wow. Schön, dass du den besorgt hast. Klar. Das wird ja auch ein ganz besonderer Moment für mich. Und außerdem hilft er dir vielleicht ein bisschen lockerer zu werden. Ich bin immer locker. Keine Sorge. Das ist gut. Dann freut es dich bestimmt, dass wir noch Gesellschaft bekommen. Hallo. Ich hoffe, ich störe nicht. Im Gegenteil. Oder, Emilio? Nein. Nein, überhaupt nicht. Hast du Emilio gesehen? Nee. Kim, hier sind Sie. Ich habe gerade keine Zeit. Ein Auftrag von Clarissa, es ist dringend.
Ich dachte mir, wenn du meine Freundin datest, was wird dann aus mir? 2 Frauen. Genau das Richtige für einen Mann mit so viel Appetit, oder? Ja, schon. Aber so war das nicht gemeint. Also, Was hast du dir denn sonst unter einem Date vorgestellt? Obst essen und Smoothies trinken und mir dabei tief in die Augen sehen? nein. Vielleicht doch, ja. So habe ich es mir vorgestellt. Ich fürchte, um uns beide auf den richtigen Weg zu bringen, musst du schon ein bisschen mehr tun. Ach, wie süß. Noch nicht mal Haare auf der Brust. Oh. Ja, auf Stahl wächst ja auch nichts, hm? Ja, mach ich gleich. Gleich meinen Sie sicher sofort, hm? Ja, in 2 Minuten. Was gibt's denn noch so Dringendes, was keinen Aufschub duldet? Nichts Privates hoffentlich. Na also, ab ins Lager. Okay, jetzt reicht's. Es geht mir alles zu schnell. Wie war denn das noch mit den Mallorca-Touristinnen? Hey, damals war ich jetzt Single, ich war jung und mittlerweile bin ich bin verheiratet. Das ist so süß. Wir werden es deiner Frau bestimmt nicht erzählen. Wir wollen dich einfach nur mal ansehen. Ich meine, so ein Mann wie dich aus der Nähe. Schließlich müssen wir auch wissen, wie wir auf dich reagieren. Ob die Vitamine schon wirken. Okay, jetzt reicht's. Was soll das denn? Was meinst du? Ja, dass es hier so direkt zur Sache geht oder dass es überhaupt zur Sache geht. Ich hol dir noch ein bisschen Champagner. Nicht weglaufen. Ja, und genau das werde ich jetzt tun. Nein, das gibt's ja nicht. Juliette! So. Willkommen in der Freiheit. Wie fühlt es sich denn an? Die frische Luft, die netten Menschen. Das mit den netten Menschen hat sich gerade schlagartig geändert. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass du dich bei mir bedankst. Bedankst? Wofür denn? Dafür, dass du meinen Mann fast umgebracht hast? Oder mich hast wochenlang im Gefängnis schmoren lassen? Dass ich dich aus freien Stücken da wieder rausgeholt habe. Ah, so wie ich dich vom Knast bewahrt habe. Ich habe deine Fingerabdrücke von der Festplatte weggewischt. Ich habe dir ein bisschen mehr Professionalität zugetraut. Du lässt nach. Ich schätze mal, wir sind quitt. Ach, Clarissa. Wir sehen uns morgen in der Firma. Morgen schon. Ruh dich doch ein bisschen aus und kümmere dich um deinen kranken Mann. Ich weiß, du teilst nicht gerne, aber morgen stehen wir beide wieder gemeinsam an der Firmenspitze. Ganz in Frieden. Hoffentlich wird uns nicht langweilig. Immer noch hier? Ja. Und du? Feierabend? Überstunden abbauen, bevor Tanja zurückkommt. Dann habe ich keine freie Minute mehr. Was machst du denn eigentlich da? Mir ist diese Idee einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Du meinst... Hey, finde ich super. Gibt's einen Haken? Ja. Der Haken heißt Hagen. Oh, du hast das Hagen schon erzählt. Und er war sofort dagegen. Das war bestimmt der erste Schock. Ist doch klar, dass sich gerade Männer damit schwer tun. Dabei ist das alles gar nicht so dramatisch. Ich habe Erfahrungsberichte von Frauen gelesen, bei denen hat alles super geklappt. Die haben heute ein gesundes Kind und sind glücklich. Bei 2 Freundinnen hat sogar die eine das Kind der anderen ausgetragen. Du, Dana, das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Aber du weißt schon, dass ich Model bin. Meine Figur ist mein Kapital. Entschuldige, so war das doch nicht gemeint. Ich wollte doch nicht dich fragen. Außerdem ist Hagen ja sowieso dagegen. So schnell gibst du doch nicht auf, oder? Ich meine, für Hagen ist im Moment wahrscheinlich schon die Idee daran abschreckend. Er wird schon kapieren, dass das Ganze auch positive Seiten hat. Zum Beispiel, wenn ihr eine Leihmutter findet, der er vertrauen kann. Ja.
Ja, du hast recht. Ich werde verlegt in eine Klinik nach Rosenheim. Die sind auf Fälle wie meinen spezialisiert. Das ist eine OP-Nachsorge, sowas wie eine Reha. Damit ich möglichst schnell wieder auf die Beine komme. Wann geht's los? Morgen früh ist kurzfristig ein Platz frei geworden. Man könnte fast meinen, du flüchtest vor mir. Sagt die Richtige. Soweit ich weiß, bist du ausgezogen. Ja, ich dachte, es ist vielleicht besser, wenn wir uns erstmal aus dem Weg gehen. Hättest auch mich fragen können. Vielleicht hätte ich dir gesagt, was ich für das Beste halte. Was hältst du für das Beste? Ich glaube, das Beste für Emma wäre, wenn sie ihren Vater und ihre Mutter in der Nähe hat. Sebastian, ich verspreche dir, Emma wird gar nichts mitbekommen. Ich werde dafür sorgen, dass sie dich natürlich genauso oft sieht wie mich. Und wenn du dann erstmal aus der Reha raus bist, wenn ich dich bitten würde, nicht auszuziehen. Du meinst, wir beide könnten versuchen, miteinander klarzukommen? Meinst du, wir würden das hinkriegen? Also ich schon, Emma zuliebe. Natürlich. Nur Emma zuliebe.